Besonders kleine Fische brauchen besonders kleines Futter. Am besten natürlich Lebendfutter. Was wir hier sehen, das sind frisch geschlüpfte Mückenlarven. Die sind gerade mal 2 mm groß und eignen sich damit hervorragend für Fischnachwuchs und kleine Nanofische. Ich erzähle euch hier kurz, woher man die bekommt. Dafür muss man zuerst sogenannte Mückenschiffchen sammeln. Also unsere einheimischen Stechmücken legen ihre Eier in Form von so kleinen Schiffchen auf die Wasseroberfläche und aus denen schlüpfen dann die kleinen Mückenlarven und aus den Mückenlarven dann später die Mücken. So, die erste Herausforderung besteht also darin, ein Gewässer zu finden mit Mückenschiffchen. So, es sollte ein stehendes Gewässer sein und es sollte ausreichend organisch belastet sein. Organische Belastung entsteht durch abgestorbenes Pflanzenmaterial. Das heißt, Laub oder Holz im Wasser ist schon mal ein guter Indikator. Das wird dann durch Bakterien abgebaut und die kann man mitunter auch deutlich riechen. Also wenn es ordentlich stinkt, ist das Gewässer schon mal super für Mückenlarven. Also ich wohne in der Stadt und bin auf dem Friedhof fündig geworden. Da gibt es solche Betonkübel mit Gießwasser und die sind meine bevorzugte Quelle für Lebendfutter verschiedenster Art. Falls ihr einen Garten habt mit einem Regenfass, dann ist das mindestens genauso gut, eigentlich noch besser, weil dort könnt ihr einfach beliebig Pflanzenmasse reingeben, um die organische Belastung hochzuhalten. Hier bin ich jetzt gerade auf unserem Friedhof, auf meiner Tümpeltour und habe jetzt einen passenden Kübel gefunden. So, das heißt, jetzt muss man nur noch die Mückenschiffchen finden. Dafür muss man auch erstmal ein Auge haben und vor allem wissen, wonach man eigentlich sucht. Da sind jetzt zum Beispiel 2 Schiffchen. Und da sind auch wieder 2 Schiffchen. Also die Mückenschiffchen hängen in der Regel an den Kanten oder an anderem schwimmenden Zeugs. Also so findet man die leichter, wenn man danach Ausschau hält. Wenn man die dann gefunden hat, kann man die einfach absammeln und mit nach Hause nehmen. Das heißt, man muss jetzt nicht mal viel von diesem Stinkewasser mitnehmen. Man braucht eigentlich nur ein ganz kleines Wassergefäß. So, im nächsten Schritt kann man einfach jetzt die Mückenlarven zu Hause schlüpfen lassen. Also ich habe mir mein Glas mit nach Hause genommen. Man sieht darin schon so ein paar kleine Mückenlarven. Aber was ich jetzt erstmal mache, ist wirklich die Mückenschiffchen zu separieren. Also der Grund ist, dass ich eigentlich dieses bakterienbelastete Wasser nicht in mein Aquarium kippen will. Und das neue Wasserglas, was jetzt links daneben steht, das ist mit Aquarienwasser gefüllt, nicht mit Leitungswasser, das wäre womöglich nicht geeignet. Und jetzt sammle ich hier Schiffchen für Schiffchen die Mückeneier in das andere Glas. Ich gebe denen trotzdem dieses Blatt noch mit, weil ich mir denke, dass die schon irgendwie vielleicht Futter brauchen, wenn sie frisch geschlüpft sind. Und dieses Blatt stellt jetzt im Grunde genommen die einzige organische Belastung dar. So, einen Tag später sieht das Ganze so aus. Also es sind tatsächlich neue Mückenlarven geschlüpft. Die sind wirklich sehr, sehr winzig. Also ich würde sagen, nicht mal 2 mm groß. Und das ist jetzt der Zustand 2 Tage später. Also jetzt sind richtig viele Mückenlarven geschlüpft. Also das ganze Glas wuselt und bewegt sich. Und ja, ich leuchte nochmal rein, damit ihr das vielleicht besser erahnen könnt. Das ist jetzt ideal, finde ich, zum Verfüttern. Was man dann auch sieht, ist, dass die Mückenschiffchen so ein bisschen aufbrechen. Also ich glaube, wenn dann da viel geschlüpft ist, dann sieht man das den Schiffchen auch an und die sind dann auch ziemlich instabil und man kann sie kaum noch irgendwie in andere Gläser umsetzen. Dann kommen wir jetzt zum schönsten Teil, nämlich dem Verfüttern der Mückenlarven. Und da werden wir jetzt sehen, wofür wir eigentlich den ganzen Aufwand betrieben haben.
Ich verfüttere die Mückenlarven an meine Salmler, also genauer gesagt an meine Tucano-Salmler und später noch an meine Perlhuhnwerblinge. Beide Fischarten sind nicht größer als 3 Zentimeter, die Salmler vielleicht sogar nur 2,5. Und bei den Perlhuhnwerblingen habe ich auch noch ein paar Jungfische dabei. Und für all diese Fische sind also die Mückenlarven ein super Lebendfutter.